Hallo meine Freunde, hola Madridistas. José Mourinho hat sich entschieden. Er hat 6 Spieler ausgewählt, die unter ihm unantastbar sind, die immer spielen, wenn sie fit sind und sein Herzstück von seinem neuen Real Madrid ist. Das berichtet zumindest der AS. Wer diese Spieler sind, wo die spielen sollen, meine Meinung dazu etc. schauen wir uns natürlich in diesem Video an, aber dann kommen wir auch auf andere Aktualität von Real Madrid. Unter anderem unterhalten wir uns über den nächsten Nachwuchsspieler, der, so wie es aussieht, kurz davor ist, Real Madrid zu verlassen. Heute möchte ich euch mit dem Thema nicht so lange nerven, deshalb nur ein ganz kurzer Extrakt zum Thema Michael Olise und Real Madrid. Und natürlich tippe ich heute das Spiel um Platz 3 und ich tippe auch das Finale der WM. Also viel Spaß beim Video. Ja, und wenn ich gestern mein Video angefangen habe mit Álvaro Arbeloa, unserem Ex-Trainer und einer absoluten Real Madrid-Legende, beginne ich das Video heute mit einer noch größeren Real Madrid-Legende. Und das will schon einiges heißen, nämlich Zinedine Zidane, dem Idol meiner Jugend und für mich immer noch der beste Fußballer, den ich je mit einem Ball an den Füßen gesehen habe. Es war so eine Freude, ihm zuzuschauen. Aber laut Fabrizio Romano hat auch Zinedine Zidane einen neuen Job, und zwar Here we go. Zinedine Zidane wird der nächste Nationaltrainer Frankreichs. Seit November keine Frage mehr, da eine klare Entscheidung getroffen wurde. Zidane hat bereits ein Team zusammengestellt und die Dokumente werden diesen Monat offiziell unterzeichnet. Er wird Frankreich in der Nations League, der Euro 2028 und die Weltmeisterschaft 2030 führen. Ja, und wenn Zinedine Zidane eine Sache kann, dann eine Kabine mit ganz vielen Superstars handeln, mit ganz viel Ego. Er hat, glaube ich, trotz alledem immer noch das meiste Aura in der Kabine. Das ist so ein Typ, wenn der in einen Raum kommt, ist der Raum gefüllt. Und ich glaube, das wird der richtige Trainer für dieses Star-Ensemble der französischen Nationalmannschaft. Da brauchst du vielleicht nicht mehr den letzten technischen Schliff. Was du da brauchst, ist ein Trainer, der den Egos sagt, hör mal, ich bin hier der Commander. Naja, und was er auch braucht, ist ein technisch stärkeres Mittelfeld. Das ist zumindest meine Meinung. Aber dafür hat er jetzt bis zur nächsten WM fast 4 Jahre Zeit, bis zur EM 2 Jahre. Ja, wie dem auch sei, ich drücke Zinedine Zidane immer dann die Daumen, wenn er nicht gerade gegen Spanien spielt. Ja, passend dazu kommen wir zu Marios WM-Ecke. Ja, und da findet heute das vorletzte Spiel dieser WM statt. Frankreich spielt gegen England im Spiel um Platz 3. Kylian Mbappé, Konaté, Tchouaméni spielen gegen Bellingham, um zu schauen, wer sich die Bronzemedaille holt bei dieser WM. Und meiner Meinung nach sehe ich da die Franzosen vorne. Ganz einfach, ich glaube, im Spiel um Platz 3 ist das oft so, dass die zum Zuge kommen, die bisher bei dieser WM noch nicht viel gespielt haben, also die bisher Ergänzungsspieler waren. Das Problem, die Ergänzungsspieler von Frankreich werden in jeder anderen Mannschaft Stammspieler und deshalb sehe ich die Franzosen vorne. Ja, und jetzt kommen wir zum WM-Finale und ich tue mir unglaublich schwer. Ihr wisst, ich möchte auf keinen Fall mein eigenes Land jinxen, meine Nationalmannschaft. Ja, ich sag einfach mal, wenn alles normal läuft, wenn der Schiri nicht zu viel durchgehen lässt und durchgreift, und darüber mache ich mir am meisten Sorgen, denn es wird ausgerechnet Slavko Vincic pfeifen. Das ist der Schiedsrichter mit der gelb-roten Karte gegen Camavinga. Und meiner Meinung nach hat er spätestens an dem Tag bewiesen, dass der sich sehr schnell unter Druck setzen lässt vom Stadion und von den Spielern, die auf ihn zurennen. Die Bayern-Spieler sind gelaufen und der hat selber zugegeben, der hat gelb gegeben, weil er vergessen hatte, dass Camavinga schon gelb hatte. Ja, und ich glaube, ein Schiedsrichter, der sich so unter Druck setzen lässt, wir wissen, wie die Argentinier sind, die laufen bei jeder Entscheidung mit 5 Mann zum Schiri und verlangen und wedeln mit den Händen rum und das Stadion würde überwiegend mit Argentiniern voll sein. Das sind so Sorgen, die ich mir mache. Ja, ich sage trotz alledem, wenn alles normal läuft, sehe ich eher Spanien mit ein bisschen mehr Chancen, sich den Titel zu schnappen als Argentinien. Ja, ich bin gespannt. Wie ihr das seht, könnt eure Meinung gerne in den Kommentaren lassen. Kommen wir aber jetzt zu Real Madrid. We want brave players. We want players with personality. I give you the confidence from your talent.
But talent without effort means nothing. Nothing. We are going to be a team that plays high. We are going to be a team that plays hard. We are going to be a team that gives the best and run until the end. Ja, und dieses Video wollte ich euch unbedingt zeigen. Ein Álvaro Arbeloa, ich sage immer wieder, der hatte in Madrid leider nicht die Möglichkeiten, sein gesamtes Trainerpotenzial zu zeigen. Aber ihr habt gehört, was er für einen Fußball spielen möchte. Einen aggressiven Fußball. Einen Fußball, wo vorne volle Pulle draufgegangen wird. Aber er möchte den Spielern auch den Freiraum lassen, ihre Qualität zu zeigen. Ja, und es ist schön für mich zu sehen, dass er jetzt in einer Mannschaft ist, wo er seine Vorstellungen wirklich verwirklichen kann. Und ich bin ab sofort, werde ich mir die Spiele von Fulham anschauen und werde ein Fan von denen sein. Ja, außer vielleicht am ersten Spieltag, da treffen die ausgerechnet auf Chelsea. Xabi Alonso und Álvaro Arbeloa, die guten Freunde, treffen am ersten Spieltag aufeinander. Manchmal will das Schicksal solche Sachen. Ja, auf das Spiel freue ich mich natürlich auch. Aber im Großen und Ganzen, meiner Meinung nach steckt in Álvaro Arbeloa ein guter Trainer und ich hoffe, dass er diesen Wunsch, den er mit den Spielern hat, auch wirklich verwirklichen kann. Denn die Grundidee ist eigentlich genau das, was ich bei Madrid möchte. Eine Mannschaft, die bis zum Schluss alles gibt. Eine Mannschaft, die hochaggressiven Fußball, Pressing-Fußball nach vorne spielt, aber wo die Spieler auch genügend Freiraum haben, ihre Qualitäten zu zeigen. Ja. Und ein Spieler, der diese Qualitäten für den Álvaro Arbeloa zeigen soll, ist anscheinend ein César Palacios. Lesen wir uns das zusammen einmal durch. Arbeloa fragt auch nach Palacios. Laut AS hat er Fulham gebeten, die Möglichkeit einer Verpflichtung des Real Madrid Nachwuchsspielers zu prüfen. Dies unterstreicht sein Interesse an Gonzalo und Mastantuono. Also ein Álvaro Arbeloa, er hängt weiter an der Nachwuchsarbeit von Real Madrid, in diesem Fall César Palacios und Gonzalo. Mastantuono kommt ja nicht aus der Jugend von Madrid, aber er scheint alle drei Spieler interessant zu finden für sein neues Fulham. Lesen wir uns das mal weiter durch. Álvaro Arbeloa schlägt sein Herz weiterhin für die spanische Hauptstadt. Der ehemalige Trainer von Real Madrid ist neuer Trainer des FC Fulham und setzt dort seine Karriere nach seinem kurzen Intermezzo bei Real Madrid fort. Er ist jedoch daran interessiert, Spieler von Real Madrid abzuwerben. Nach seiner Ankunft im Südwesten Londons richtete Arbeloa mehrere Anfragen an die Vereinsführung der Cottagers. Laut AS wollte er zuletzt die Möglichkeit einer Verpflichtung von Castilla-Spieler César Palacios ausloten. Der aus der Jugendakademie von Real Madrid stammende Palacios, der die Saisonvorbereitung zwar mit der ersten Mannschaft absolvierte, wird in den kommenden Saison nicht mehr im Bernabeu spielen. Wie weit entfernt sein endgültiger Verein sein wird, ist allerdings noch unklar. Ja, César Palacios ist einer dieser typischen Spieler, die bei Real Madrid halt so ein bisschen im freien Raum schweben, die zu gut sind für Real Madrid Castilla, für die dritte spanische Liga, aber der Sprung nach Real Madrid, dafür reicht es noch nicht, es sei denn, du möchtest die ganze Saison auf der Ersatzbank sitzen und das ist natürlich in dem jungen Alter fatal. Ja, aber es ist nicht nur César Palacios, lesen wir da mal weiter. Palacios Transfer war nicht Arbeloas einziger Wunsch nach seiner Ankunft in England. Wie diese Zeitung bereits berichtet, bat der Spanier seinen neuen Verein, die Verpflichtung von Gonzalo und Mastantuono zu prüfen. Im Falle des Eigenwechsels würde der Deal ähnlich wie bei anderen Spielern aus La Fábrica aussehen. Real Madrid würde 50% seiner Transferrechte abtreten und Fulham würde eine nicht übermäßige hohe Ablösesumme zahlen. Beim Argentinier hingegen sehe die Situation anders aus. Quellen bei Real Madrid zufolge wird Mastantuono nur per Leihe wechseln. Dies ist eine logische Konsequenz, nachdem man im vergangenen Sommer 63,2 Millionen Euro für ihn bezahlt hat. Ja, die Summe tut immer noch weh, wenn man die Leistung des Argentiniers in seiner ersten Saison bewertet. Aber bei dem Mastantuono, ähnlich bei einem Endrick, da möchte Madrid auch kein Risiko eingehen oder 50% der Rechte, was auch immer. Mastantuono nur auf Leihbasis. Bei einem Palacios, bei einem Gonzalo könnte es so aussehen, 50% des Spielers. Real Madrid behält also die Rechte, die Rückkaufsoption, wie man es schon kennt. Da ist natürlich die Frage, ob eine Mannschaft wie Fulham daran interessiert ist. Das ist eine Mannschaft, die ist in der Premier League Elfter geworden. Die haben Ambitionen, noch weiter nach oben zu gehen. Ich weiß nicht, ob sie Interesse haben, so ein bisschen die Ausbildungsmannschaft für noch größere Mannschaften zu sein. Ich schätze mal, die haben selber sehr hohe Ambitionen. Aber wenn das klappen könnte, würde
Für mich als Madridista wäre das natürlich ein Träumchen. Ich schaue sowieso sehr, sehr gerne die Premier League. Für mich, ihr wisst es, die beste Liga der Welt. Und umso mehr Talente von Real Madrid da, ja, ihre Sporen sich verdienen können und dann Madrid aber die Oberhand hat und sagen können, wir holen euch jederzeit zurück, perfekt. Also von mir aus gerne so viele Spieler wie möglich nach Fulham. Wir wissen auch, Álvaro Arbeloa ist ein Trainer, der den Jungs vertraut und die Jungs haben auch auf dem Spielfeld bewiesen, dass sie unter ihm einen tollen Fußball spielen. Also, wie gesagt, ich drücke César Palacios, Gonzalo, Massantono, von mir aus alle drei gerne nach Fulham, gerne zu Álvaro Arbeloa. Bin ich gespannt, wie ihr das seht. Ja, dann hatte ich euch versprochen, heute nur ein ganz kurzes Intermezzo zum Thema Michael Olise. Ich meine, diese Saga wird uns wahrscheinlich noch einige Wochen, einige Monate begleiten, wobei ich immer noch der Meinung bin, dieser Transfer wird diese Saison nicht klappen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Das Gleiche, was ich über Julián Álvarez sage zu Barcelona. Ein Atletico Madrid hat sich so klar und fest positioniert. Die haben klar gemacht, unter keinem Fall. Ja, und das Gleiche machen die Bayern auch. Also ich kann es mir auf keinen Fall vorstellen. Aber die Bild hat heute um 4 Uhr morgens einen interessanten Artikel zu dem ganzen Thema geschrieben. Aber mir geht es nur um die Überschrift und die erste Zeile. Also lesen wir uns das zusammen ganz schnell durch. Theater oder Trennung, die Olise-Szenarien. Dieser Bericht sorgt für Zündstoff. Die französische Sportzeitung L'Équipe schreibt auf ihrer Titelseite, dass Bayern- und Frankreich-Star Michael Olise zu Real Madrid wechseln möchte und bei der Weltmeisterschaft seinen französischen Mitspielern bereits davon erzählt habe. Bild kann bestätigen, dass Olise tatsächlich bei den französischen Nationalelf-Mitspielern von seinem Wechselwunsch berichtete. Ja, danach geht der Artikel nur um die Szenarien des FC Bayern, die interessieren uns nicht. Aber ich habe letztens die Frage gestellt, wem glaubt ihr mehr? Glaubt ihr mehr L'Équipe oder glaubt ihr mehr einem Florian Plettenberg? Beide haben ja komplett unterschiedliche Informationen mitgeteilt. Laut L'Équipe hat er den französischen Spielern gesagt, ich möchte nach Madrid. Laut Florian Plettenberg hat er den Bayern gesagt, ich möchte bei Bayern bleiben. Ja, und jetzt kommt sogar eine Quelle aus Deutschland, die bestätigt, was L'Équipe gesagt hat. Also Leute, nennt mich verrückt, aber für mich ist jetzt relativ klar, Michael Olise möchte nach Real Madrid. Bedeutet das irgendetwas? Das müssen die Bayern entscheiden. Die Bayern müssen schauen, ob ein Spieler, der mit dem Herzen in einem anderen Verein hängt, denkt etc., ob der trotzdem für sie alles gibt oder ob die sagen als Institution, ey, weißt du was, wenn du nicht mit 100% Herzblut bei uns bist, dann kassieren wir lieber 200 oder mehr Millionen. Ja. Wie gesagt, ich kann es mir nicht vorstellen, dass es diesen Sommer klappt. Aber wenn man das so hört und liest, ja, kann ich mir schon eine Zukunft vorstellen von Michael Olise bei Real Madrid. Könnt ihr eure Meinung dazu gerne in den Kommentaren lassen. Ja, wie gesagt, nur ein kurzes Intermezzo. Der Hauptpunkt in diesem Video soll das neue Real Madrid von José Mourinho sein. Und in diesem Fall hat der AS einen interessanten Artikel geschrieben. José Mourinho soll sich bereits entschieden haben, welche 6 Spieler quasi das Herzstück von seinem Real Madrid sind. In Spanien redet man von der Wirbelsäule seiner Mannschaft. Ja, und ich fand es schon ziemlich interessant, welche Spieler das waren. Einige, ich glaube, mit denen haben wir alle gerechnet. Und andere waren vielleicht ein bisschen überraschend. Aber bevor ich zu viel verrate, lesen wir uns diesen Artikel durch. Und dann am Ende gebe ich natürlich auch meine Meinung dazu. Mourinhos Zweifel. Der neue Trainer von Real Madrid hat einige Fragen zu seiner Startelf, die er vor Beginn einer entscheidenden Saison für den Verein klären muss. José Mourinho ist zu Real Madrid zurückgekehrt, um schwierige Entscheidungen zu treffen. Bis zu 5 Startplätze sind noch zu vergeben. Die Neuzugänge Cucurella, Konaté, Dumfries und Bernardo Silva haben den Konkurrenzkampf verschärft. Daher sollte die Saisonvorbereitung dem Trainer helfen, seine Startelf vor Saisonbeginn endgültig festzulegen. Auf einigen Positionen ist der Stammplatz praktisch sicher, sofern die Spieler verfügbar sind. Mbappé, Vinicius, Bellingham, Valverde, Cucurella und Courtois bilden das Herzstück des neuen Real Madrid. Dadurch entstehen Lücken auf der rechten Abwehrseite, in beiden Innenverteidigerpositionen,
Im zentralen Mittelfeld auf der 6 meinen die damit und auf den rechten Flügel, wo der Konkurrenzkampf hart sein wird. Ja, und der Artikel, der geht noch weiter, den könnt ihr euch im Ass gerne durchlesen, könnt ihr übersetzen, ist relativ interessant, aber ich fasse das für euch jetzt in meinen eigenen Worten zusammen. Also, ich habe euch jetzt hier die Aufstellung aufgestellt, die laut dem Ass für einen José Mourinho schon fix ist. Ihr seht Courtois im Tor, Cucurella hinten links, Valverde hat eine der beiden Sechserpositionen, links Vini, vorne im Sturm Mbappé und dahinter auf der 10 Bellingham. Ja, und wie gesagt, diese ganzen Angaben, die sind natürlich für mich ohne Gewähr. Ich bin immer noch der Meinung, ich glaube nicht, dass ein José Mourinho zum Ass gegangen ist und gesagt hat, hör mal, die 6 Spieler werden da und da spielen. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber laut Ass ist das halt so. Deshalb gehen wir mal von dieser Aufstellung aus. Dann sagt im Ass noch rechter Verteidiger. Da kämpfen logischerweise ein Dumfries und ein Trent darum, wobei ein Trent eventuell in den Offensive seine Vorteile hat, weil der rechte Flügel ja nicht so sicher besetzt ist und er mit seiner Offensivdrang kämpfen kann und ein Dumfries aber eigentlich besser zum Fußball passt von einem José Mourinho. In der Innenverteidigung sehen die einen Konaté und einen Dienhausen zurzeit leicht vorne, weil ein Militao und Rüdiger genügend Qualität haben, aber zu verletzungsanfällig sind. Und ein Asensio den Portugiesen nicht so ganz begeistert. Dann die Position, die wohl am härtesten umkämpft ist. Neben Valverde kämpfen anscheinend ein Tchouaméni, ein Bernardo Silva, ein Camavinga und ein Thiago Pitac darum, den Trainer von sich zu überzeugen. Naja, bin ich gespannt. Ich glaube, so ein Tchouaméni startet da mit einem Vorteil. Bernardo Silva, wenn Madrid ins Stocken gerät. Und dann bleibt nur noch die Position rechts vorne und laut dem Ass hat da Arda Güler zurzeit einen Vorsprung, es sei denn, Real Madrid verpflichtet Olise. Das ist die Information vom Ass. Ein Bernardo Silva und ein Rodrigo, wenn er zurückkommt, etc. Ein Endrick, aber jetzt auch kämpfen mit Arda Güler und dem Stammplatz, aber der Türke hat nach einer starken Saison da die Nase vorne. Das ist die Aufstellung vom Ass. Ja, wie gesagt, meine Meinung dazu, ich habe es ja quasi schon gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass José Mourinho denen überhaupt irgendwas gesagt hat über seine Aufstellung. Aber wenn das die Aufstellung wäre, würde ich definitiv mit einem Trent Alexander-Arnold als Außenverteidiger spielen. Denn ich möchte, wenn ich die Aufstellung mir so anschaue, einen Arda Güler so weit wie möglich im Zentrum haben, damit er das Spiel organisiert. Als rechter Flügel, meiner Meinung nach, gehen zu viele seiner Stärken verloren. Und wenn er bei den Angriffen in die Mitte zieht, quasi zum Zehner wird und die rechte Außenbahn einem Trent Alexander-Arnold gibt, dann hätte ich noch halbwegs Verständnis dafür. Und ein Bellingham startet in den 16er mit einem Mbappé zusammen und ein Vini hält die linke Seite quasi. Dass ein Vini die linke Seite hält, rechte Seite hält vorne ein Trent, ein Fede Valverde verschiebt nach rechts in der Defensivbewegung. Dann kann ich mir diese Aufstellung vorstellen. Ja, wie gesagt, das wäre auch schon relativ nah dran an der Aufstellung, die ich nehmen würde. Aber das ist zumindest laut dem Ass der Plan von einem José Mourinho. Ich bin gespannt. Was sagt ihr zu dieser Aufstellung? Welche Änderungen würdet ihr vornehmen? Lasst eure Meinung dazu gerne in den Kommentaren. Auch gerne zur Olise-Situation. Ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Ja, wenn ihr schon mal da seid, seid so nett, liked dieses Video, hypt dieses Video. Wenn nicht noch Follow gedrückt habt, mach es jetzt, dann tut es mir einen Riesengefallen. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns morgen wieder. Ich freue mich drauf. Also, bis dahin. Allah